Die Mega-Anstrengung. Das ist Camino. Scheiße, siehst du, gestolpert. Aber nicht hingeflogen zum Glück. Warum? Das ist die meistgestellte Frage. Und wenn du wissen willst, warum ich gekündigt habe, warum ich die Sicherheit, die vermeintliche, verlassen habe, warum ich diese Reise zum Polarkreis mache mit dem Fahrrad, dann bleib einfach dran. In diesem Video erzähle ich dir aus meinem Leben und beantworte vielleicht ein bisschen das Warum. Letztes Jahr habe ich meinen Job gekündigt. Ich habe 25 Jahre als Systemprogrammierer gearbeitet auf IBM Großrechnern. Und das war schon eine ziemlich krasse Zeit. Ja, dieses ganze System. Aber egal, wo du arbeitest, egal, was du tust, du kennst das. Höchstwahrscheinlich. Mit allen Höhen und Tiefen. Warum? Irgendwie habe ich mich nie so richtig wohlgefühlt und dachte, da muss doch noch was anderes sein, da muss es doch noch was anderes geben. Der erste große Weckruf kam für mich persönlich 2008. Ja, es war leider ein sehr trauriges Ereignis. Da starb mein Kollege, einfach so mit 51. Das war unfassbar für mich. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ich selber Familienvater, 2 Töchter und seine jüngste Tochter war so alt wie meine älteste damals. So. Und bumm, von heute auf morgen war er nicht mehr da. Das Haus war gebaut. Die Kinder waren klein. Funktionier einfach, habe ich mir gesagt und habe das einfach weggedrückt. Ja, und dann ging das Leben so weiter und weiter. Und ich will nicht sagen, dass es schlecht war. Ich will nur sagen, dass dieses schleichende Gefühl von irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas, ja, ich würde sagen, irgendwie arbeitest du gegen deine innere Bestimmung oder ich weiß es nicht. Es ist so schwer in Worte zu fassen. Und dann 2015 von einem auf den anderen Tag, da stirbt meine Mutter. Alter, ich schneide das raus. So. Das war so unfassbar. Ohne Vorwarnung, ohne alles. Und habe ich gedacht, wenn das Leben ist, weißt du, 2 Jahre war sie gerade in Rente. Mit 67 umgefallen, Lungenembolie, tot. Ja. Und das war 2015. Und da fing bei mir der Prozess an. Das war also nicht einfach nur kündigen, zack, losfahren. Nein. Das war schon ein bisschen krasser. Ja, genau. Und dann dachte ich, hau ab, fahr los in die weite Welt, was du immer wolltest. Aber da waren meine Töchter, weißt du? Ich konnte nicht einfach kündigen. Ich hatte Verantwortung. Du kennst das, die meisten kennen das. Und ich dachte, ich ziehe das irgendwie durch. Und habe gezweifelt, schaffe ich das nicht? Und habe mir dann immer wieder so kleine Freiheiten genommen. Mit dem Motorrad nach Norwegen gefahren, durch Schweden gefahren, gemacht. Und wenn es nur 2 Wochen waren. Meine große Tochter in den Flieger gesetzt, meine Kleine wollte nicht mit damals, 2017. Zack, nach Kanada geflogen,
Mietwagen genommen, nichts geplant. Einfach los, 4000 Kilometer durch Ontario, wiedergekommen mit Motorrad bis auf die Lofoten und alles so ein Zeugs. Ja, so ein Zeugs. Es ist kein Zeugs, es ist Abenteuer. Das heißt, ich habe mir die Freiheiten damals schon so gut es ging genommen. Und irgendwie hat das nicht gereicht. Und dann konnte ich durch meine Spezialisierung und durch meinen Job, konnte ich halt die letzten Jahre nur noch remote arbeiten. Und irgendwie hat das auch nicht mehr gereicht. Und manchmal fehlen mir die Worte. Manchmal versuche ich selber das Warum zu erklären und denke dann, Intuition. Weißt du, Intuition. Wenn du nicht auf deine Intuition hörst, dann wirst du krank. Und so ist es mir dann passiert. Ich habe nach dem Tod weitergemacht, nach dem Tod meiner Mutter weitergemacht. Und irgendwann kam dann die Trennung. Und dann habe ich gedacht, mir zieht's den Boden unter den Füßen weg. Zum nächsten Mal den Boden. Und dann dachte ich, du musst weitermachen. Deine Kinder brauchen einfach, wenn ich schon nicht mehr da bin, wenigstens den finanziellen Background. Ja. Und letztes Jahr, als meine kleine Tochter, die gar nicht so klein ist, mit ihren 1,78, da, als sie fertig war, habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt bist du dran, Heiko. Ja, und dann habe ich meinen Manager angerufen, habe ihm das erzählt und sofort kam, du hast doch noch 10 Jahre bis zur Rente. Bekannte und Freunde, Kollegen. Ja, Heiko, also das geht ja nicht. Du kannst ja nicht jetzt hier, wovon willst du denn leben? Wie willst du das denn finanzieren? Und das ist immer die Frage, wie man das macht. Oder ob man sich traut und sagt, ach komm, ein bisschen kriegst du zusammengespart. So ein bisschen, so für 1 Jahr reicht's. Vielleicht für 1,5, vielleicht für 2. Oh, da gibt's wunderschöne Ballons da oben. Die fahren, hat man mir mal gesagt. Das heißt nicht, die fliegen, die fahren. Ich drifte ab. Okay. Ja, meine eigene Angst, die hat mich auch immer begleitet. Immer. Ja, was mache ich, wenn dies, wenn das, wenn jenes. Kurzum, ich habe gekündigt. Dann habe ich einfach gedacht, als passenden Abschluss nach 25 Jahren im System, in der IT, in Projekten, in der Ellenbogengesellschaft. Ja, nach 25 Jahren machst du mal was. Und dann dachte ich so, ich gehe jetzt mal den Jakobsweg. Also bin ich den Camino del Norte gegangen, letztes Jahr im September. Die mega Anstrengung. Das ist Camino. Scheiße, siehst du, gestolpert. Aber nicht hingeflogen zum Glück. Als Abschluss, als emotionalen Abschluss, als körperlichen Abschluss, als überhaupt. Das war für mich so ein Event. Nach 25 Jahren gehst du aus deinem Job raus, änderst dein Leben nochmal komplett neu. Hast den Mut, ohne mega finanziellen Background, das einfach zu tun. Du, ich sag's dir, ey, du musst halt Dinge beachten, Versicherung, also Krankenversicherung, das ganze Zeugs. Ja, da reicht keine Auslandskrankenversicherung, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Das ist, ich wollte dir erzählen in dem Video, warum und schweif schon wieder ab. Okay, also bin ich den Camino gegangen, den Camino del Norte. Bin vorher ein bisschen wandern gewesen und dachte, ja, reicht die Vorbereitung. Ja, und dann bin ich von Irun 840 Kilometer getreckt. Bin ich gegangen bis nach Santiago de Compostela in 37 Tagen. Und das war auch mega. Hitze, Kälte, Erschöpfung. So, nicht nur Regen, auch ein bisschen Wind heute, ne? Nach einer Woche hatte ich so viel Blasen an den Füßen. Da bin ich in die Apotheke gegangen und habe gesagt,
Ich brauche diese Pflaster, diese berühmten, die dort jeder kennt, die ich auch erst kennengelernt habe. Und da hat die spanische Apothekerin mir, weiß nicht, 3 Packungen hingelegt und hat gesagt, das ist für den Zeh, das ist für den und das ist für den. Habe ich gesagt, weißt du was, ich nehme alle 3. Die in meinen Rucksack gesteckt und die waren alle in Santiago. Aber ich wollte damit nur einfach mal ausdrücken, da habe ich mich das erste Mal in das Abenteuer gestürzt, so nach dem Kündigen. Und ich habe es einfach durchgehalten. Und was mir auch noch wichtig ist, parallel dazu eine Spendenaktion laufen für ein Kinderhospiz hier in Österreich. Wenn du mich unterstützen willst dabei oder jemanden kennst, jede noch so kleine Spende hilft, weil wenn ich da schon hochfahre, untrainiert, bis zum Polarkreis, nach Rovaniemi, zum Weihnachtsmanndorf, dann möchte ich das auch verbinden mit einem guten Zweck. Die Spendengelder gehen direkt an das Kinderhospiz. Die Bankverbindung ist bei mir unten in der Beschreibung drin. Und ich würde mich freuen, von Herzen freuen, wenn du mich dabei unterstützt oder jemanden kennst, der dabei unterstützen könnte. Ich nehme dich mit auf diese Reise, wenn du feststeckst. Es gibt immer eine Lösung. Immer. Auch wenn es noch so schwer erscheint, es geht immer irgendwie weiter. Mein Name ist Heiko. Du bist hier bei Nordwärts mit Heiko. Und ich würde mich freuen, wenn du mitkommst. Bis hoch zum Polarkreis nach Rovaniemi. Das ist nicht einfach nur eine Fahrradreise. Das ist die Reise meines Lebens. Wir sehen uns.